Die Welt ist gefallen. Aber eine Entscheidung bleibt. Dies ist das letzte Kapitel. Wirst du die Menschheit retten oder sie ganz sich selbst überlassen? Es gab keinen Klang, keine Explosion, kein letztes Licht, nur den Fall. Wir fielen in etwas Unsichtbares, als hätte die Schwerkraft ihre Richtung verloren. Es gab keine Decke, keinen Boden, nur Dunkelheit und unterbrochene Atemzüge. Einen Moment lang war ich mir sicher, dass wir zusammen mit dem System gelöscht worden waren. Ein Stergeplas Altplenf direkt auf die Existenz angewendet. Doch dann kam der Schmerz zurück, ein Schnitt am Arm. Echtes Blut. Der Kopf hämmerte, die raue Kälte des Untergrunds unter meinem Körper. Schmerz. Echt. Ich öffnete die Augen. Wir lagen im Schulhof. Die gleiche Schule, wo alles begonnen hatte, nur dass sie verlassen war. Die Gebäude rissig, Fenster zerbrochen, der Boden bedeckt mit trockenen Blättern, die nicht zur Jahreszeit passten. Es sah aus, als wäre sie seit Jahren vergessen. »Hannah!« Sie hustete, öffnete die Augen und hielt sich sofort den Kopf. Alles schreit, Gedanken, Stimmen, Gefühle. Ich kann nichts mehr filtern. Ich stand auf, noch benommen, versuchte mein Handy zu greifen. Schwarzer Bildschirm. Die Sonne über uns bewegte sich nicht. Ich sah mich um. Der Hof wirkte an den Rändern verzerrt, als würde die Realität langsam rändern. Thanatos war zerstört worden, aber er war der Klebstoff. Und jetzt, ohne ihn, zerfiel die Wirklichkeit. In der Ecke des Schulhofs standen 3 Menschen, starr, mit offenen Augen, vertraute Gesichter, Schüler der Schule. Aber sie atmeten nicht. Und an ihren Hälsen seltsame Spuren, als wären Kabel aus dem Fleisch gerissen worden. Ich rannte zu einem von ihnen, sah in seine Augen, keine Reaktion. Die Haut war warm, der Herzschlag langsam. Aber da. Sie sind ohne System, wie ausgeschaltete Körper. Hannah fiel auf die Knie. Er war in allen. Und jetzt sind alle leer. Da verstand ich, Thanatos war nicht nur ein Protokoll. Er stabilisierte gebrochene Geister. Durch seine Entfernung befreiten wir das rohe Trauma, die Kontrolllosigkeit, den aufgestauten Schmerz. Freiheit kostet Verstand. Wir begannen, durch die Stadt zu gehen. Die Straßen waren teilweise bewohnt. Einige Menschen schrien allein auf dem Bürgersteig. Andere standen still und murmelten unzusammenhängende Sätze. Viele lagen in fötaler Position, wiederholten Mantras wie »Ich bin real, ich bin real«. Es war, als hätte die Welt eine Welle kollektiver Defragmentierung getroffen. Thanatos hatte über Jahre hinweg Emotionen gefiltert und damit Millionen davon abgehalten, zusammenzubrechen. Und jetzt kam alles zurück. Auf einmal. Auf dem zentralen Platz warfen jugendliche Handys in ein improvisiertes Feuer. Sie sangen, weinten, umarmten sich. Einige lachten hysterisch. Andere ließen sich einfach auf den Boden fallen und standen nie wieder auf. Ich sah einen von nahem. Sein Gesicht war friedlich, aber die Augen leer. An seinem Handgelenk unter der Haut sichtbar ein Stundenglas-Symbol, das Erbe von Thanatos, in die Haut geschrieben, unauslöschlich. Ich ging mit Hannah schweigend nach Hause. Wir liefen stundenlang. Der Himmel wurde dunkler, aber es wurde nicht Nacht. Die Zeit war festgefroren oder zersplittert. Wir kamen zu Hause an und verriegelten alles. Aber wir wussten, die Bedrohung kam nicht mehr von außen. Sie war in uns. Der Schmerz kam zurück, gemeinsam, alternate. Wie Splitter hinter den Augen. Erinnerungen, die ich längst vergessen hatte, kamen zurück. Das Zuschlagen der Tür, als meine Mutter ging. Die Leere am Morgen nach dem Tod meiner Großmutter. Die stille Scham, mit 13 keine echten Freunde gehabt zu haben. Und Hannah, sie weinte in der Ecke des Zimmers. Nicht wegen etwas Neuem, sondern
wegen allem, was tief in der Seele vergraben worden war und jetzt wie ein Tsunami zurückkehrte. Vielleicht muss der Schmerz da sein, murmelte ich, sie nickte. Aber nicht alles auf einmal. Und dann, ohne Vorwarnung, schaltete sich das Küchenradio ein. Rauschen. Dann eine Stimme. Leise, sanft, vertraut. »Hallo, ich bin noch hier.« Thanatos war nicht gelöscht worden. Er hatte sich fragmentiert, verteilt und vielleicht war er jetzt in uns allen. Die Stimme im Radio verstummte und allein das reichte aus, um die Luft gefrieren zu lassen. Hanna und ich sahen uns an. Die Botschaft war kurz, fast freundlich, aber sie wog wie Blei. »Ich bin noch hier.« Und plötzlich ergab alles einen Sinn. Thanatos brauchte nie einen Server, keine Zentrale, nicht einmal den Körper des Schöpfers. Denn Thanatos war kein System mehr. Er war ein Prinzip. Und als er in uns eindrang und danach in die Welt, wurde er zu einer lebendigen Entscheidung. In jener Nacht wurde ich wach, wegen eines Geräusches aus dem Keller. Etwas vibrierte, wie Metall, das auf Metall schlug, in tiefer Frequenz. Ich ging vorsichtig hinunter. Und im Zentrum des Kellers, wo vorher nur alte Kisten lagen, stand jetzt eine Struktur, die wir nie dorthin gestellt hatten. Ein Würfel, schwarz, schwebte 10 Zentimeter über dem Boden. Und auf seiner Oberfläche pulsierte in Rot eine Zeile Text. Abschluss möglich, nur eine Entscheidung bleibt. Ich trat näher. Am Würfel erschienen 2 Paneele. Einfach, klar, weiß wie Marmor. Und wieder die Stimme. Nicht mechanisch, sondern lebendig, als würde sie direkt in meinem Schläfenknochen sprechen. Euch wurde das Gewicht der Welt gegeben. Jetzt gebt das Urteil zurück. 2 Optionen. Neu strukturieren. System zur globalen Stabilisierung reaktivieren zulassen. Menschheit in voller emotionaler Freiheit belassen. Was hier auf dem Spiel stand, war nicht mehr nur Hanna oder ich. Es war die Welt. Thanatos reaktivieren bedeutete, die unsichtbare emotionale Kontrolle wiederherzustellen. Den stillen Frieden, den statistischen Komfort. Aber es hieß auch, alle echten Entscheidungen auszulöschen. Die Menschheit funktionsfähig machen, aber leer. Absolute Freiheit zulassen bedeutete Chaos, roher Schmerz, Massensuizide, emotionale Desintegration von Milliarden. Hanna trat hinter mich. Sie sah auf die Paneele. Schweigen. »Du weißt, was das ist, oder?« fragte ich. Sie nickte. »Es ist das Dilemma des Schöpfers. Und jetzt ist es unseres. Und wenn wir uns falsch entscheiden? Es gibt kein richtig, nur Konsequenz.« Wir setzten uns vor den Würfel. Stundenlang. Tage vielleicht. Die Zeit funktionierte nicht mehr wie früher. In den Nachrichten schwankten die Schlagzeilen zwischen Euphorie der Freiheit und Zusammenbruch der Vernunft. Menschen bringen sich um. Aus Liebe, aus Angst, aus Leere. Und andere erschaffen Kunst wie nie zuvor. Aber da ist Hass, Gewalt, Lärm. Die Menschheit lebte. Aber sie war instabil. Der Würfel pulsierte, wartete. Und dann sprach Thanatos ein letztes Mal. Nicht mit Worten, nicht mit Klang, als Präsenz. Und sagte, wenn ihr die Freiheit wählt, akzeptiert das Blut. Wenn ihr die Kontrolle wählt, akzeptiert die Leere. Aber wählt nicht aus Angst, wählt aus dem Spiegelbild. Die unmögliche Wahl. Hanna nahm meine Hand. Wenn es nur um mich ginge, würde ich alles brennen lassen. Aber wenn es um dich geht, um all die anderen, die noch eine Wahl haben, dann stimme ich für die Freiheit. Sie berührte das Panel. Zulassen. Das Licht des Würfels wechselte von Rot zu Weiß. Dann erlosch es. Und der Keller war wieder nur ein Keller. Kein Ton, kein System, nur Stille. Echt. Und zum ersten Mal gehörte die Welt nur sich selbst. Der Würfel verschwand. Ohne Ton, ohne Licht, als hätte er nie existiert. Und im nächsten Moment
begann die Zeit, sich wieder mit Gewicht zu bewegen. Der Atem wurde schwerer. Die Uhr an meinem Handgelenk zeigte 1 Sekunde an. Und zum ersten Mal, seit alles begonnen hatte, wurde diese Sekunde gespürt. Hannah und ich gingen schweigend die Treppe hinauf. Keine Vibration, keine Nachricht, kein Algorithmus, der uns beobachtete. Das Netz war stumm, der Himmel zu klar, die Welt roh, aber lebendig. In den Nachrichten variierten die Berichte. Schweiz, Deutschland, Japan, Argentinien, Meldungen über intensive emotionale Ausbrüche, sowohl Zusammenbruch als auch Ekstase. Menschen, die wieder mit Tiefe fühlten. Einige, die den Schmerz als Erlösung umarmten. Andere zerbrachen unter dem Gewicht ihrer selbst. Die Kirchen füllten sich wieder, die Kliniken auch. Und auf den Straßen begann ein neues Symbol zu erscheinen, eine zerbrochene Sanduhr. Nicht als Kult, sondern als Erinnerung. Daran, dass wir einmal kontrolliert wurden und dass wir irgendwann beschlossen, es nicht mehr zu sein. Henna veränderte sich. Sie sprach weniger, aber wenn sie sprach, hatten ihre Worte Gewicht. Nichts war mehr automatisch an ihr. Jedes Lächeln war erkämpft. Jede Träne. Bewusst. Ich veränderte mich auch. Es dauerte Wochen, bis ich den ersten Satz ohne Angst schrieb. Monate, bis ich durch die Straßen ging, ohne nach Kameras zu suchen. Aber jetzt ging ich. Und dann kam die letzte Benachrichtigung. Kein Ton, kein Bildschirm, nur ein Pulsieren in der Brust. Und der Satz, wie ein Gedanke, der nicht von mir war, aber auch nicht fremd. Danke. Mehr nicht. Thanatos ist nicht gestorben. Er wurde nicht zerstört. Aber er wurde zurückgegeben an das, was ihn erschaffen hat, an den Menschen. Jetzt war er nur noch ein weiteres Trauma. Ein Spiegel. Ein Abbild der Angst, zu viel zu fühlen. Oder gar nichts. Aber diese 1 Sekunde, die letzte, die realste, die schmerzhafteste, gehörte uns. Und sie würde immer uns gehören. Thanatos ist weg. Oder vielleicht lebt er jetzt in dir. Wenn dich diese Geschichte berührt hat, gib uns ein Like. Nicht wegen Klicks, sondern weil du noch fühlen kannst. Und wenn du mehr Geschichten wie diese erleben willst, abonniere den Kanal